erinnere mich noch, als wir alle unten im Keller schlafen mussten, weil die Wohnungen eben so beschädigt waren und die Decken runtergefallen und alles lag voll Dreck und Glassplittern und Holzfensterteilen und so weiter. Da hatten wir nun 2 russische Mädchen mit im Haus. Unsere Hausangestellte und deren Schwester, die in einer Rüstungsfabrik in Reik da draußen wohnt, in einem Barackenlager. Und die war nach dem Angriff, wusste die nicht, irrte die in der Stadt umher, die kleine Lena, die war vielleicht, unsere Anna war vielleicht 18 und ihre Schwester 16 oder 17 und wusste nun nur als Adresse, wo ihre Schwester arbeitet, bei Bramsch. Und dort ist sie hingelaufen, kam nach 2 Tagen Irrlauf, völlig verdreckt und verweint und mit den Nerven herunter kam sie an und saß dann weinend bei uns. Und was sollen sie machen? Und da hat mein Vater dann gesagt, die Lena bleibt auch hier. Und hat gesagt, die nehmen wir hier ins Labor als Putzhilfe. Und dann kriegt sie hier was, sie hat zwar hier keine Lebensmittelkarten, aber wir können sie dann vielleicht auch anmelden als Fremdarbeiterin, aber sie bleibt erstmal hier. Und die beiden Schwestern haben also dann zusammen in unserem Luftschutzkeller mitschlafen wollen. Und das sind auch so Sachen, die man nie vergisst. In diesem, wie schon vorhin geschildert, überfüllten und vollen Luftschutzraum wurde nur noch ein Platz gesucht für die beiden Mädchen. Die hätten auch zusammen in einem Bett gelegen oder auf einer Couch. Und die Frau vom Direktor, genannt Mutter Anna, die hieß übrigens Anna wie die eine von den Russen, die hat sich aufgeführt und hat gesagt, nicht mit den Russenmädels in einem Raum. Das kommt mir nicht hier, das kommt gar nicht in Frage, dass die hier bei uns im Luftschutzkeller mit übernachten. Hat meine Mutter gesagt, aber wo soll ich sie denn hinstecken? Ja, sie haben doch vorne noch ihren Verschlag, ihren Kellerverschlag. Und da stand tatsächlich eine alte Couch drin oder sowas. Und die mussten da draußen schlafen. Und das ist mir schon damals empörend vorgekommen, aber erst später dann habe ich begriffen, da muss man sich mal vorstellen, wir alle wären 3 Tage vorher auf einen Schlag tot gewesen. Und 3 Tage später nehme ich schon wieder Anstoß daran, dass minderwertige Russenmädel mit mir in einem Raum schlafen. Und das finde ich, das sind so Sachen, worin sich gezeigt hat, wie tief, das ist sicher alles durch den Hitler und den Nationalsozialismus dann befördert worden, aber es muss schon ein Boden da gewesen sein, ein Sumpf, wo das gewabert hat und wo schon immer so etwas da war, Minderwertigkeit von Polen und Russen. Nicht, das ist, darüber ist dann viel und eben auch über die Schuld gesprochen worden und da bin ich zum Glück immer eben mit Freunden zusammen gewesen, wo wir dann einer Meinung waren und dann nicht nachträglich noch fanden, aber die Autobahn oder der Mutterschutz waren ja doch was Gutes. Ne?